Guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier zum neuen Vlog aus dem leicht verschneiten Sachsenland. Hier fahren auch den ganzen Morgen schon schwere Maschinen vorbei. Ja, ich bin schon ein Weilchen wach. Sarah hat ja nach wie vor Nachwirkungen von der Charlie-Geschichte. Und wir wollen jetzt gleich, oder wir sind jetzt gerade im Prinzip auf dem Weg zum Hausarzt, das Ganze mal kontrollieren zu lassen und eventuell zu gucken, dass man ihr die Sache so ein bisschen erleichtert. Ja, dementsprechend habe ich das Auto gerade schon aus der Garage geholt, habe schon die Pfandflaschen eingeladen. Wir müssen gleich noch eine Kleinigkeit einkaufen und ja, dann werden wir das erstmal erledigen. Für meine Arbeit muss ich ja auch noch ein erweitertes Führungszeugnis beantragen. Deshalb habe ich heute Morgen auch mal geguckt, ob ich das heute machen kann. Aber heute hat die Verwaltung leider zu. Und es ist wohl so wie Stand der Dinge jetzt nicht möglich, dieses Formular einfach auf einem anderen Amt zu beantragen, hier jetzt in der nächsten Stadt oder so. Sondern man muss tatsächlich das dort machen, wo man auch gemeldet ist. Das bedeutet, ab morgen 9 Uhr haben die geöffnet. Werde ich dann morgen nochmal mein Glück versuchen. Es gibt auch eine Möglichkeit, das online zu machen. Allerdings muss man da wahrscheinlich irgendwelche Passwörter beantragen und das wird dann wahrscheinlich postalisch ja auch erstmal noch ein Weilchen dauern, bis das dann da ist. Und ja, das weiß man halt auch nicht so genau. Ist ein bisschen ärgerlich, aber das Gute daran ist, wir haben diesen Termin heute nicht. Das heißt, wenn ich jetzt nachher nach Hause komme und der Klempner ruft mich an, dann kann ich dort direkt beruhigt hinfahren und habe nicht noch 1000 Anschlusstermine. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal. Wir brechen ein bisschen, normalerweise fährt man 45 Minuten, wir brechen ein bisschen früher auf, damit wir ja ganz entspannt fahren können und nicht bei diesen Witterungsverhältnissen noch irgendwie riskante Fahrmanöver machen müssen, um rechtzeitig anzukommen. Ja. Pinsel und Farbe für ein Vogelhaus. Ich wollte euch mal meinen Weihnachtsgeschenke-Marathon-Fortschritt zeigen. Gestern konnte ich sehr, sehr viele Dinge zusammenfügen und ja, heute habe ich zum Beispiel diese Mütze hier noch zusätzlich gemacht, denn eine Freundin von uns hat sich ja einen Infinity-Schal, also das sind diese Schals, die keinen Anfang und kein Ende haben, sondern, ich zeige es euch mal so ein bisschen von der Seite, der halt, ja, kompletten Kreis ergibt, sage ich jetzt mal, und den man sich dann um den Kopf wickeln kann. Den hat sie sich gewünscht und ich dachte, ja, ist eigentlich braucht sie dazu eine passende Mütze auch noch und hier ist sie. Sie wollte keinen Schnickschnack, sie wollte so pastellrosa und ich finde, das sieht pastellrosalich aus. Deswegen habe ich ihr das gemacht und ja, ich hoffe, sie freut sich zu Weihnachten. Die Geschenkesache Nummer 2, oh, warte, Fokus, jetzt. Geschenkesache Nummer 2 ist einmal diese Babybärenmütze und dazu die Mama-Bärenmütze. Wartet, hier, sie hat auch Augen, aus dem Winkel ein bisschen schwierig zu erkennen. Genau, die passend zueinander sind. Und ja, die Kopfgrößen sind ausgemessen, das müsste eigentlich passen. Ich hoffe es doch, dass ich mich dann nicht irgendwie vertan habe.
Und hier ist noch ein Stapel von Mützen, die sich einmal mit Totenköpfen, oh, da ist noch ein Flockehaar dran, sehe ich gerade. Und das, schaut mal, wie der Totenkopf leuchtet. Ich habe hier wirklich irgendwie ein Problem mit dem Licht oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Kann ich während des Films? Hm. Ihr habt kurz den richtigen gesehen, wenn es nicht so leuchtet. Das ist ja der Wahnsinn. Also es ist kein fluoreszierender Totenkopf, er ist einfach nur weiß. Kann man hier aber echt schlecht erkennen. Aber ihr seht, dass es ein Totenkopf ist. Das sind dreimal Totenkopfmützen für 3 verschiedene Personen in der Familie entsprechend. Und der 4. Person, die mag keine Totenköpfe. Aber ihr denkt euch vielleicht, die mag Salami-Pizza. Das sollte eigentlich ein Dragon Ball werden. Er ist gerade ein bisschen verzogen. Dann kann ich vielleicht ein bisschen... Ach, mit einer Hand geht schwierig. Es ist eigentlich ein Kreis. Dadurch, dass hier ein bisschen knetschig ist, ist er jetzt rund. Das sollte ein Dragon Ball werden mit den 7 Sternen drauf. Ich hoffe, er freut sich trotzdem. Und wenn nicht, dann wird er vielleicht auch mögen, dass es aussieht wie eine Salami-Pizza oder so. Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, das sind bis jetzt die Weihnachtsgeschenke-Sachen, soweit ich gekommen bin. Jetzt mache ich mich noch an das eine Weihnachtsgeschenk, was ich euch mal gespoilert hatte. Also nicht gespoilert wirklich, sondern so ein bisschen reingucken lassen habe. Aber weil ich weiß, dass die Beschenkten ab und zu die Vlogs gucken, wollte ich das halt nicht reinhalten. Und deshalb mache ich da jetzt an der Sache weiter und hoffe, dass ich das bis Weihnachten fertig bekomme. Ja, und ich kann euch ja dann in den folgenden Vlogs oder vielleicht irgendwann im Januar oder so entsprechend den Fortschritt dann zeigen. Ich werde es trotzdem mal nebenbei festhalten. Ja, damit eben keine Weihnachtsgeschenke gespoilert sind oder so. Mütze und Schal, Mütze und Mütze, ein Stapel Mützen. Der aktuelle Stand. So, kleiner Sprung direkt auf den Dienstag. Ja, gestern war noch richtig Programm. Wir waren ja unterwegs, wir waren noch Baumarkt und hast du nicht gesehen überall. Wir waren noch bei den Schwiegereltern und ja, wie gesagt, beim Arzt und abends noch bei der Schule und so. Ich habe es nicht geschafft, zwischendurch was zu filmen. Ich war draußen, habe das Vogelparadies, die Vogelhäuser abgebaut und habe alle Blumen und Kübel reingeholt, weil es jetzt ja heute Nacht sollte es -7 Grad werden. Ob es tatsächlich so kalt war, weiß ich nicht. Das werde ich jetzt gleich mal abchecken und natürlich jede Menge Schnee. Und da habe ich gedacht, da mache ich noch so die letzten Sachen mal winterfest. Gerade weil diese Vogelhäuschen mit dieser Presspappe und so weiter, die haben sie sowieso schon angefangen, sich ein bisschen aufzulösen. Zumindest das eine dabei, was nicht aus echtem Holz war. Und ja, das musste dann sowieso, wenn da jetzt mit Schnee und da liegt dann lange Schnee drauf und Matsch und alles, dann ist das ganz hinüber und deswegen habe ich es abgebaut. Erstmal ins Carport gestellt, da kann es jetzt trocknen und dann werde ich es dann danach, wenn es dann ein bisschen angetrocknet ist, werde ich die restlichen Futterreste entfernen und werde das Ganze dann mal irgendwie in den Karton packen und dann zur Seite räumen. Ja. Heute ist auch noch ein bisschen Programm. Ich bin jetzt früh aufgestanden, ich möchte jetzt ein bisschen aufräumen. Und dann kommt jetzt gleich um 8, halb 9 der Handwerker, der Klempner dort bei der Nachbarin, wo ich erzählt habe mit dem Wasserschaden. Da werden wir dann mal zusammen schauen, was wir dort machen können. Beziehungsweise ja, einfach erstmal die Ursache beheben, damit dort kein weiterer Schaden entsteht und gegebenenfalls vielleicht irgendwas aufmachen oder so. Aber das muss ich mir dann angucken, weil den ganzen Tag Zeit habe ich jetzt ja auch nicht. Und ja, ich habe ja auch Freitag noch meinen Arbeitsantritt und das muss ich auch noch alles vorbereiten und ja, müssen wir dann mal gucken, wie das läuft. Ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal anfangen und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So Leute, Auftrag erledigt, der Radweg ist frei und ja, Auto habe ich bei der Gelegenheit auch schon mal gemacht.
schneit aber gerade so langsam wieder zu. Das heißt, ich muss es gleich erstmal in die Garage fahren. Ja, und ich denke mal, dann ist auch gleich schon so spät, dann muss ich auch schon rüber zur Nachbarin. Mal gucken. Es schneit. Schlümpfe. Schaut mal raus. Hat man schon im letzten Vlog. Und natürlich passend zum Schnee darf der erste Schneemann ja nicht fehlen. Er ist sehr glücklich, auch wenn er seine Nase noch nicht so ganz stabil im Gesicht hat. Aber darum kümmern wir uns, falls das irgendwie sich wieder lockern sollte. Das ist noch so Pulverschnee, deswegen ist das gerade noch so ein bisschen schwierig. Und wir müssen die Nase später noch etwas justieren. Aber erstmal freut er sich und ist glücklich. Glücklicher Schneemann. Wir kochen gerade Mittag. Es gibt Grünkohlsuppe mit so ein bisschen Kartoschkis drin und so. Nebenbei oder als Beilage einen Pak Choi-Salat mit unseren eigenen Paprika. Und Christian hat auch gerade unsere Chilis mal uns verkosten lassen. Und meine Zunge ist taub, Leute. Also nicht die komplette, es ist so vorne die Spitze. Mal ganz davon abgesehen, dass sie taub ist und wehtut. Eine beschissene Kombi. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich meine, ich kenne es, dass man bei Chili, dass einem die Gusche brennt und so. Aber dass die Zunge taub ist, das ist mir neu. Naja. Was ich euch in der Zwischenzeit, während die Suppe so ein bisschen vor sich hin köchelt, zeigen wollte, ist die Ausbeute, die meine Eltern oder meine Mutter wieder von den Nachbarn bekommen hat, die ja aussortieren. Und zwar, oder fangen wir mal anders an, Christian war nämlich auch einkaufen. Und er hat für Weihnachten schon, Weihnachtskarten besorgt. Ein bisschen Dünger, der ist jetzt nicht so weihnachtlich, aber den gibt es halt auch für unsere Pflanzen. Und weihnachtliche, weil kein Weihnachtsmuster drauf ist. Und weihnachtliche Servietten, Haferflocken und ein paar Batterien. Das ist der Einkaufskram. Kommen wir jetzt zu dem Zeugs. Und zwar viele Vasen, Krüge und sonstiges und Schüsselchen für Kekse oder sonstiges, was man da drauflegen mag. Sehr, sehr süß. Die Uhr werde ich wahrscheinlich oben ins Bad stellen, weil das ja blau und fishy-mäßig ist. Die Vasen, die blauen natürlich auch dann ins Wohnzimmer. Wahrscheinlich zumindest. Eine davon oder ein Krug. Der Krug ist nämlich, sieht man jetzt hier gerade nicht so richtig, aber der Krug ist auch blau. Ein dunkleres Blau. Werden wir dann oben ins Bad stellen mit vielleicht irgendeinem Gesteck oder sowas. Mal gucken. Und die Tonkrüge passen halt sehr gut hier unten irgendwo hin, zum Beispiel in den Flur auch. Und lila passt in mein Zimmer, zum Beispiel so lila-rosa. Außerdem haben wir hier noch ein paar Teller, beziehungsweise so Unterteller für Kuchen und Backwaren oder was man halt so alles auf den Tisch stellen möchte. Und diese Zierkürbisse, die sehen noch wunderschön aus und die werden wir, sagen wir mal nicht so laut, sondern so traurig, die werden wir schlachten und ihre Saat uns trocknen für das nächste Jahr, damit wir auch selber ein paar anpflanzen können für unsere Deko. Denn wenn man die kauft, sind die sehr teuer und kosten deine Niere. Und was ich außerdem noch bekommen habe, ist ein Hefter mit entsprechenden Bastelsachen, von denen meine Mutter gesagt hat, sie braucht sie nicht mehr, so Laternen und sowas alles. Und ein paar Backrezepte mit lecker Sachen, die wir vielleicht noch an Weihnachten oder davor oder danach ausprobieren werden. Nehme ich euch mit, wenn wir was backen und so weiter. Wir können ja nichts machen, ohne dass wir filmen. Die furchtbaren YouTube-Leute. Genau, das war's, was in diesem Körbchen war. Das müssen wir jetzt noch am besten in die Schränke und so räumen. Und dann gibt es wahrscheinlich gleich schon Essen. Lecker, lecker. Leute, ich bin hier mitten am Streichen und habe euch gar nicht mitgenommen in das Projekt. Das ist ein Vogelhaus, was Christians Azubis damals in seinem alten Job mal gebaut haben. Das ist so, ja, das war halt bei denen so. Und ich habe jetzt mit schwarzer Abtönfarbe, die auch geeignet ist für außen, das Dach gestrichen. Das ist jetzt auch schon sehr schön getrocknet. Und gerade eben bin ich mit Schwedenrot dabei. Auf der Seite, vielleicht sieht man es hier so ein bisschen durch. Da hinten habe ich schon die andere Seite angefangen zu streichen. Das mache ich noch. Ich habe noch Weiß hier im Petto. Das mache ich dann auch noch mit den entsprechenden Umrandungen, dass es so ein bisschen wie ein Schwedenhäuschen aussieht. Aber erstmal rot. Und ich habe die Hoffnung, dass das Weiß sehr gut deckt. Und wenn nicht, dann müssen wir so oft Weiß drüber streichen, bis es deckt. Genau. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Werde das Rot jetzt drinnen erstmal so ein bisschen bepinseln, weil Christian gesagt hat, ich soll das auch machen. Dann mache ich lieber erst drin und dann draußen. Was auch ein bisschen kompliziert werden wird, aber ich kriege meinen Arm da schon rein. Und ich zeige euch dann den nächsten Schritt, weil sobald das Rot gemacht ist, wird es ja erstmal wieder eine Weile trocknen müssen. Und das Schwarz, boah, wie spät haben wir es denn jetzt gerade?
Habe ich hier gerade eine Uhr zum Checken? Wartet mal. 17:30 Uhr ist das. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ja, so 12, 13 Uhr habe ich das Dach gemacht. Also es hat doch ganz schön lange gedauert, bis es getrocknet ist. Na, zur Not streiche ich das weiß dann morgen. Da kann ich dann gleich mehrere Schichten machen und sowas. Sieht sehr cool aus, wie das schwarz getrocknet ist, finde ich. Ja. Und das wird dann unser neues Vogelhäuschen für draußen, was den Winter über unseren Vögelchen Unterschlupf und Futter spenden wird. Yam, yam. So, da sind wir einen Step weiter. Das Schwedenrot ist aufgetragen. Innen wie außen. Es kann also keine Vogelbeschwerde geben, dass irgendwo nicht ordentlich gestrichen wäre. Und die noch offenen Kanten, das sind die, wo ich es dann weiß machen möchte. Ich hoffe, dass das sehr gut deckt. Dann habe ich nämlich auch noch den Plan, hier auf der Rückseite eine kleine Tür einzumalen, die ich dann weiß umrande, schwarz halt innen mache und oben noch so ein kleines Fenster, damit es wirklich aussieht wie so der Eingang von so einem kleinen Schwedenhäuschen. Und das hier außen mache ich dann entsprechend weiß. Und hier vorne die Umrandung auch, deswegen habe ich die so ein bisschen ausgelassen gehabt. Genau. Und während der ganze Spaß trocknet, trinke ich gleich noch einen Holunder-Kirschtee, der dort rumliegt. Und, warte mal, spiegele ich mich? Ich glaube nicht. Und mache hier den Weihnachtskalender ready, denn am Freitag ist ja schon der 1. und da wollen meine Eltern bestimmt ihren Weihnachtskalender öffnen. Und darum kümmere ich mich jetzt. Tada! Fertig ist er. Der Weihnachtskalender. Alles gefüllt. Der hängt normalerweise, deswegen liegen diese Tüten hier gerade auf dem Boden. Aber wie schon gesagt, normalerweise hängt er. Hier oben seht ihr, der hat so eine Klemmvorrichtung. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Und mit dem hängt er dann ein Stückchen höher und dann hängen halt auch alle Tüten. Das war damals eigentlich gedacht für unseren Kühlschrank, um an der Seite des Kühlschranks zu hängen. Und weil ich es jetzt hier gerade hingestellt habe, deswegen schleifen wir ein paar der Tütchen auf dem Boden. Aber den werden wir wahrscheinlich morgen schon über... So Leute, kleines Update von mir. Nicht erschrecken, die Uhrzeit stimmt nicht so ganz. Also es ist jetzt 1 Stunde früher. Ich muss diese Uhr immer noch umstellen. Das ist bei der nicht ganz so einfach. Da muss man nämlich, ich glaube, die Zeiger auf 12 stellen. Ich habe die ja schon mal eingestellt. Und dann muss man die 12 Mal 1 Stunde vorstellen, sodass der Klingelrhythmus praktisch Bescheid weiß, was er zu tun hat. Damit er auch ja, zur richtigen Zeit richtig läutet. Und das ist nicht ganz so einfach. Da muss ich mich mal in Ruhe nochmal mit beschäftigen. Irgendwas ist dort sowieso faul. Ich hatte die ja damals gestellt und dann ist die 2 Wochen so anstandslos gelaufen. Und seitdem gongt die zwar nicht immer, ab und zu, aber auch nicht richtig. Also irgendwas ist da, also ich habe ein bisschen Angst, dass es vielleicht, dass dieser Mechanismus vielleicht sogar kaputt sein soll. Also das muss ich mir in Ruhe mal angucken. Deswegen ist diese Uhr aktuell noch nicht gestellt. Ja. Ach ja, liebe Leute, ich war jetzt schon unterwegs. Ich war heute Morgen bei der Stadtverwaltung und habe mein erweitertes Führungszeugnis beantragt. Dann habe ich noch einen kurzen Abstecher zur Apotheke gemacht und habe mir noch ein bisschen Kräutertee und Baldrian besorgt. Ja, so ein bisschen was zum
beruhigen, ein bisschen was zum Runterkommen. Ich stehe in letzter Zeit irgendwie doch ein bisschen unter Strom wieder und wir haben jetzt mal spaßeshalber mal Blutdruck gemessen und der war ja jetzt auch ein bisschen höher bei mir und ja, das kann aber auch sein, wir haben jetzt jedes Mal gemessen, wenn ich gerade richtig unter Strom stand, richtig unter Stress und ja, richtig gerade von irgendwo kam, wo ich halt richtig Power brauchte. Deswegen, ja, wir werden jetzt einfach das mal so ein bisschen in einem längeren Zeitraum beobachten. Und ja, zur Beruhigung gibt es dann halt jetzt nochmal wieder ein bisschen Baldrian und ja, ein bisschen was zur Kreislaufunterstützung, sage ich mal, in Form von Kräuter. Wie jetzt zum Beispiel hier die Goldrute, die ich hier gerade trinke, aber die trinke ich ja jetzt jeden Tag schon seit einer Woche. Die tut auch richtig gut, muss ich sagen. Also man merkt schon, dass die einem schon hilft, so ein bisschen die Wirren der Zeiten, sage ich mal, zu verarbeiten, so ein bisschen. Also ja, alles, was so auf der Welt geschieht und alles, was so im Privaten ringsherum, die ganzen Schläge und so, das nimmt einen natürlich dann, egal wie ruhig man ist, ja auch so ein bisschen mit. Und da hilft die Goldrute echt fantastisch, die Nerven da ein bisschen zu beruhigen und macht einen da auch widerstandsfähig gegen die ganzen Herausforderungen des Alltags. Ja, man kann die auch so bewältigen, die Herausforderungen, aber ich denke mir, das kostet dann auch schon wieder Anstrengung, das sorgt dann auch schon wieder für Stress und warum nicht einfach ein bisschen was nehmen, was die Natur uns sowieso zur Verfügung stellt. Ja, auf jeden Fall war ich dann bei der Apotheke und bin dann im Anschluss zur Nachbarin gefahren. Der Klempner war zu dem Zeitpunkt schon da gewesen, hatte sich das nochmal angeguckt. Die hatten dann auch schon ein bisschen was aufgemacht, hatten schon reingeguckt. Es ist nicht so schlimm, also bei Weitem nicht so schlimm, wie wir vermutet hatten. Es war wahrscheinlich wirklich lediglich Badewasser, was über den Rand der Badewanne geschwappt ist und die Silikonfugen im ganzen Bad, die sind halt einfach hinüber, so nach 20 Jahren. Ja. Also ist dort minimal Wasser reingelaufen, hat aber keine Bauteile durchfeuchtet oder so, sondern hat sich einfach nur auf dieser Folie gesammelt. Die Dämmung ist trocken, es ist alles soweit in Ordnung. Ja, so bin ich dann da angekommen und da haben wir dann kurz noch geschaut, die Dunstabzugshaube war ja auch kaputt. Da muss ich jetzt gleich nochmal eine neue bestellen. Und ja, jetzt läuft das. Wo ich dann gerade wieder nach Hause fahren wollte, da kam dann der Klempner wieder. Der hatte ja dann Material geholt, Silikon und so. Der wird jetzt dort neue Silikonfugen ziehen und einen neuen Siphon in die Dusche einbauen. Und dann ist das erstmal alles abgesichert und dann kann dort auch nichts passieren und alles ist gut. Ja. Und dementsprechend ja, sitze ich jetzt hier und überlege mir, was ich heute noch so mache. Ihr werdet es dann ja sehen. Also bis später. Ja, komm mal gucken. Nee. Ja, guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Hast du schon mal Schnee gesehen? Hm? Ist das gefrorenes Wasser? Was ist das denn? Hallo, herzlich willkommen am Mittwoch. Ja, heute mal ein ganz unverhofftes Bild. Ich stehe hier in unserem Keller.
Ich möchte aufgrund der aktuellen Temperaturen endlich mal diese Rohre hier dämmen. Ihr seht ja, glaube ich, ja, ich glaube hier irgendwo hört es auf. Und der Rest hier, das ist die Zuleitung für das Wohnzimmer oben. Und die ist noch nicht fertig gemacht worden. Das werden wir jetzt mal schnell machen, damit das noch vielleicht 1 oder 2 Euro Heizkosten spart. Und ja, eventuell nicht, dass die Scheibe mal kaputt geht oder irgendwie hier Frost reinkommt, obwohl wir hier 9 bzw. fast 10 Grad im Keller haben. Ja, aber es gibt ja einen direkten Durchgang hier zur Scheune. Und die Scheune nach draußen, das ist nur eine Holztür. Also ja, wir werden mal gucken. Wir werden das jetzt mal schnell machen. Und dann schauen wir mal weiter. Heute habe ich auch schon ein bisschen was erledigt. Ich habe heute draußen geräumt. Gestern hat es ja noch ein Weilchen geschneit. Und ja, gerade aktuell bin ich am Brot backen. Ich denke mal eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten habe ich noch. Da muss ich das Brot rausholen. Aber da kann ich dann ja auch schnell mal hier die Treppe hochflitzen. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. Die Dämmung habe ich schon hier. Dämmmaterial und ja, das müssen wir uns ein bisschen zurechtschneiden und dann werden wir das mit diesem Klebeband hier drum machen, Klebeband schön fixieren und dann passt das schon. Ja, also ein bisschen aufräumen hier. Der Tisch steht mit dem Karton drauf tatsächlich noch von den Vorgängern hier. Man sieht auch Spinnenweben noch nicht gefegt und ja, hier haben wir noch eine alte Kartoffelkiste. Die ist auf jeden Fall sehr cool. Die werden wir auf jeden Fall auch für unsere Kartoffeln und Kürbisse jetzt demnächst mal benutzen. Das ist irgendwie, ja weiß ich nicht, Fernmeldewerk Bautzen 2. Zug. Keine Ahnung, von wo diese Kiste kommt. Wahrscheinlich irgendwelche Armeebestände oder so, keine Ahnung. Naja, wir werden uns jetzt erstmal drum kümmern, dass wir die Rohre sauber kriegen, also gedämmt kriegen und hier das ein bisschen sauber machen, schön. Den Tisch dort raus eventuell, den stellen wir uns dann hier vorne hin und dann können wir hier auch ordentlich arbeiten. Draußen ist es zwar schon ein bisschen dunkel, aber wir machen uns trotzdem ans Backen von Keksen, denn morgen gibt es Besuch. Und bei Besuch braucht man immer Kuchen oder Kekse. Und wir haben gedacht, wir machen so ein bisschen die gesunde Variante, zumindest gesünder als alles andere. Zuckerfrei, zumindest zusatzzuckerfrei, denn unser Zucker ist zum einen in den Rosinen enthalten, die wir reingeschmissen haben. Und 4 Bananen habe ich, glaube ich, die alle so ein bisschen giraffig aussehen.
weil sie dann ja entsprechend süßer sind. Und ein paar kernige Haferflocken habe ich alles so nach Augenmaß hier reingeballert. Habe das gemischt und gemanscht mit der Hand. Nicht mit der Hand, mit der Gabel meine ich, in der Hand, ihr wisst schon. Und habe das quellen lassen, während ich den Abwasch und so gemacht habe. Und jetzt werde ich mit diesem Löffel, der hier drüben liegt, den ganzen Spaß in kleinen Haufen auf dieses Backblech buxieren. Dann kommt das für 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und fertig ist das. Wer Bock hat, kann hier noch Zimt reinmachen oder Kakao oder Honig oder ich hatte noch Aprikosen, aber wir haben uns dann dafür entschieden, dass die wahrscheinlich am besten sind. Und ich glaube, die Aprikosen hätte ich wahrscheinlich vorher einweichen müssen oder so, weil die sonst zu hart werden. Ich weiß nicht ganz. Ich glaube, das ist schon eine ganz geile Kombi. Die machen wir jetzt und dann haben wir morgen fette Kekse. Lecker. Ich habe ganz vergessen, euch zu zeigen, wie sie aussehen vor dem Backen. So wunderschön geformt sind sie. Nämlich jetzt sie halb so groß machen können. Dann hätten wir mehr Kekse gehabt, ihr wisst schon. Aber schnell wieder zu. Jetzt sind sie halt so groß. Und wir müssen die Platte mal wieder sauber machen. Aber nicht mehr heute. Wir warten jetzt, bis die Kekse fertig sind. Moin Leute, herzlich willkommen am Donnerstag. Ja, jetzt heißt es erstmal Schneeschippen. Ich sehe auch gerade hier, der Nachbar hat auch Probleme mit seinem LKW dort vom Parkplatz zu kommen. Ja, es hat ein bisschen geschneit heute Nacht. Aber es ist so hell, dass die Kamera das gar nicht richtig aufzeichnen kann. Ja, jetzt ist mal Schneeschuppen angesagt. Eieieiei. Schaut mal Leute, der lebt noch. Ich habe ihn gerade schon ein bisschen entschneit, denn er hatte hier einen riesig großen, langen Kopf. Aber anhand dessen, wer den letzten Clip gesehen hat, der weiß, dass ich hier ja alles abgeräumt habe, um ihn zu formen. Hier hinten sieht man noch den Wall vom letzten Mal quasi. Und der ganze Schnee ist neu gekommen. Und die Möhre hat sogar gehalten. Ich habe gerade Christian gefragt, ob er das war oder ob die von alleine hält. Sie hält von alleine. Oh, hier unten sehe ich gerade, schaut mal seine Beine. Mein Gott, wir können seine Beine nicht finden. Wartet. Oh, ich habe keine Handschuhe an, das ist super kalt. Da sind seine Beine. So. Dann sieht man seine Beine wenigstens ein bisschen. Sieht man auch gleichzeitig hier, wie viele Zentimeter, keine Ahnung, wie viel sind denn das hier? Boah, bestimmt 5, die an Schnee liegen. Christian hat auch gerade schon ganz fleißig geschoben. Unser Weihnachtsbaum. Oh Gott, ist der groß. Schaut mal, wie neblig das da hinten ist. Krass, oder? Und unser Apfelbaum, der dieses Jahr viel zu wenig Äpfel getragen hat. Aber das ist ja alternierend, also theoretisch schwimmen wir nächstes Jahr an Äpfeln. Yum, yum, yum. Da gibt es dann Apfelringe, Apfelmus, Apfelsaft, Apfelkuchen und Äpfel zum Essen. Oder kommt ein Auto. Pass mal auf, wir gucken mal. Da macht nämlich jemand Krach. Ihr hört ihn vielleicht schon. Muss dabei aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Da kennt ihr den. Yay. Das sieht dann echt so riesig aus. Boah, wie es schon fast verschwunden ist einfach. Das war gerade noch komplett rund zu sehen. Guck mal, wie es weg ist. Wahnsinn. Das ist gerade jetzt in 10 Sekunden passiert, Leute. Naja, auf der Kamera, wir sehen es leider gar nicht mehr. Wenn sie da kommen, meistens mal. Unser Nachbar hat auch ein wunderschönes Haus. Und dieser Baum ist auch super schön. Der wächst immer so nach unten, dass das aussieht wie ein riesengroßer Blob.
Und unter dem kann man sich bestimmt immer toll verstecken. Schade, dass hier nicht so viele Kinder sind. Das wäre voll... Sie kommt wieder, Leute. Da hinten. Tada. Kann ich das noch mehr zoomen? Wartet. Oh. Hoffentlich werdet ihr nicht seekrank. Ich brauche unbedingt einen Stabilisierer. Den ganzen Weg haben wir jetzt gestreut und geschoben. Und jetzt wird die Garage freigemacht. Genau, sonst kommt er morgen nicht zur Arbeit. Und morgen ist der 1. Dezember. Heute Nacht genauso viel schneit, dann muss ich morgen um 4 Uhr aufstehen und Oh je. alles frei machen. Musst du die Schippe vorne ans Auto montieren. Gleich mal die Schläfräse nachgucken. Ich habe den zwar nie benutzt, aber das geht auch morgens auch nicht. Ich weiß nicht, wie laut das ist. Muss man sich entscheiden, will man freie Wege oder schlafen. Das ist ein Privatgrundstück. Brauchst du eigentlich nicht. Aber ja. Salz ist... Oh, das ist meine Hand noch, die da drin liegt. Aber Salz ist auch fast leer. So Leute, fertig, Schneeschuppen ist erledigt. Da fährt gerade der Schneeflug lang. Ja, jetzt heißt es warten auf die Schwiegereltern und dann denke ich mal, dass wenn der Vormittag dann vorbei ist, dass es dann, ja, das auch für heute schon gewesen ist. Wie gesagt, morgen ist ja mein erster Arbeitstag. Ich muss das noch ein bisschen vorbereiten. Ich muss heute noch ein bisschen, ja, Pfannkuchen bzw. Berliner kaufen für meinen Einstand dort. Und ja, die Klamotten dann nochmal alles zurechtlegen, die Sachen, Taschen packen etc. pp. Ja, und das möchte ich heute Nachmittag ganz in Ruhe machen. Deshalb zeigen wir nur den Vormittag so ein bisschen und vielleicht heute Abend nochmal. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Sarah wollte auch noch was sagen. Nein, ich wollte nur sagen, ich bin noch da. Ja, Sarah hat Salz gestreut. Sarah, ich bin auch dabei. Ja, Sarah ist auch dabei. Was ein Wetter. Ich weiß nicht, sieht man in der Kamera gar nicht. Da hinten steht der Mond am Himmel. Und da vorne kommt die Sonne raus. Und das ist so richtig kalter Dampf in der Luft. Ja, Sonne und Mond sagen sich guten Tag. Und der Nebel ist aufgestiegen. Ja, die Tore zur Anderswelt sind geöffnet. Ah, schön. Normalerweise wäre das heute ein Tag zum Waldspaziergang. Dein Bart ist ein bisschen gefroren. Mein Bart ist gefroren, sagt Sarah. Ja. Na gut, liebe Leute, jetzt aber erstmal Frühstück. Bis später. Moin Moin und herzlich willkommen am Freitag. Ja, heute ist mein erster Arbeitstag und ja, ich bin schon startklar. In einer Dreiviertelstunde ungefähr muss ich dort sein. Normalerweise fährt man 10 Minuten, aber ich denke, ich werde heute relativ auf Zeit aufbrechen. Aber auch nicht zu früh, weil wenn dort noch abgeschlossen ist, muss ich die ganze Zeit im Auto sitzen und das ist super kalt draußen. Ja, aber ich werde jetzt trotzdem gleich meine Tasche holen und dann meinen Einstand ins Auto laden und dann geht das los, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann heute Nachmittag, wenn dann Feierabend ist und hoffentlich Wochenende. Also bis später. Oh, Leute, ich bin schon ein bisschen außer Puste. Ich hatte eigentlich vor, diesen Kranz, den wollten wir eigentlich schon herbstlich schmücken, aber den haben wir dann so spät geholt.
dass wir gesagt haben, ach, lass uns den Aufwand jetzt nicht betreiben. Wir schmücken den dann lieber weihnachtlich. Und unsere liebe Oma-Nachbarin hat uns ein bisschen Geäste und so gebracht. Oh, so viel Verkehr gerade hier hinter mir, beziehungsweise vor mir. Und dann habe ich gedacht, Mensch, während Christian heute seinen ersten Tag auf der Arbeit ist, ist es vielleicht ganz cool, wenn ich diesen Kranz binde. Oben habe ich noch von meiner Mutter Kienzapfen, die eigentlich noch fürs Vogelhaus so an Girlande oder sowas ran sollte. Aber die würden ja jetzt perfekt hier ranpassen. Dann haben wir noch so ein paar Hagebutten, die vielleicht ganz schön sind, wenn sie hier sind. Und dann unsere Kerzen. Die sehen nämlich aus wie kleine Weihnachtsbäume für den 1. bis 4. Advent dort irgendwie reinbuxieren. Keine Ahnung wie. Hätte ich dann schon noch geguckt. Und deswegen habe ich mir ein paar Äste genommen und ich dachte, ich bin so clever und schaffe es, so ein paar von den Ästchen abzureißen. Ich habe zwar Christians Handschuhe an, die sind ein bisschen groß, also das, warte mal, hier, oh, wartet, hier muss ich im Bild bleiben, das ist alles nicht mein Finger. Oh je, da wird kräftig gehupt. Aber ich kam auf die clevere Idee, weil Christian hat auch die Schlüssel mit, sodass ich gerade nicht in die Scheune komme. Also ich komme natürlich in das Haus und so weiter rein, aber nicht in die Scheune. Und hier stehen halt ein paar Geräte. Dann kam ich auf die clevere Idee, ich schmeiß das Zeug auf den Boden und dann hacke ich es mit dem Spaten durch. Ist ein bisschen brutal, aber es hat bis jetzt funktioniert. Guck mal, den Ast hier hinten habe ich abgehackt. Wartet, den hier. Und hier von diesem Ast habe ich dadurch abgehackt. Das ganze Spiel werde ich jetzt weitermachen. Es sticht so krass sogar durch diese dicken Handschuhe hier durch. Es tut voll weh. Ich freue mich, wenn ich das irgendwie ein bisschen fertig habe. Vor allen Dingen, guckt mal, der Schnee liegt noch da, voll schön. Mein Schneemann steht auch noch. Alles super. Hier trocknen im Moment die Vogelhäuser, damit sie nicht schimmeln, wenn wir sie dann in die Scheune packen. Damit sie den Winter dort überwintern. Und dann im nächsten Jahr wieder raus können. Ja, ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Wie dem auch sei. Ich werde mich jetzt weiter an die Arbeit machen. Ich nehme euch mit beim Fortschritt. Ich hoffe, es klappt. Drückt mir die Daumen auf, wenn es für die Vergangenheit ist, wenn ihr das tut. Erster Zwischenstand. Meine Begeisterung über das Ergebnis hält sich noch in Grenzen. Und auch über die Handhabung. Ist halt super schwer, das alleine zu machen und zu binden. Ich finde auch keine richtige Gelegenheit, wo immer kein Auto vorbeifährt. Das ist heute furchtbar. Deswegen sorry für den Geräuschpegel. Hier drüben habe ich noch jede Menge liegen und hinter mir ist ja sowieso noch ein Stapel von dem ganzen Krams. Ich wollte erstmal die großen quasi außenrum wickeln und dann die kleinen, die ich noch so habe, als Lückenfüller dazwischen stecken. Und dann das Ganze so festbinden, bis es halt einen festen Kranz ergibt. Ich habe schon überlegt, ist es vielleicht schöner, den Kranz an die Tür zu hängen. Boah, meine Stimme versagt heute wieder. Aber dann haben wir keinen Adventskranz. Das ist auch ein bisschen blöd. Mir ist gerade ein Ast, den ich extra abgeschnitten habe, hinter die Tonne gefallen. Super, machen wir weiter. Guck mal, Leute, er sieht toll aus. Er ist fertig. Trust the process, oder? Ich habe ihn extra aufgestellt, damit ihr sehen könnt, dass ich sogar sehr sauber von innen alles verarbeitet habe. Er ist sogar fast rund. Aber da scheiße ich drauf, ganz ehrlich. Ich nehme das gute Stück jetzt mit rein. Das ganze Eis und so habe ich abgeklopft. Und werde da jetzt innen mit der Klebepistole noch so ein paar Kienzapfen ranmachen. Die Hagebutten und die Kerzen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Drin ist es. Und Leute, was sagt er? Kann man machen, oder? Ich bin echt ganz zufrieden. Wir hatten nicht mehr Hagebutten, sonst hätte ich noch ein paar mehr reingesteckt. Aber unsere 4 Kerzen, die aussehen wie kleine Tannenzapfen, dann noch echte Tannenzapfen und mein gebundener Kranz. Ich muss ja zugeben, den habe ich innen angeklebt, der ist nicht runtergefallen. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen stolz. Ich finde ihn schön. Ich muss jetzt noch was drunter legen, weil ich Angst habe, dass es harzen könnte. Aber ich hoffe nicht, dass es das tut. Ich finde ihn auf jeden Fall schön. Und ich hoffe, dass Christian sich freut, wenn er nach Hause kommt darüber. Schaut mal, ich habe es gerade alles auf einen riesigen Teller gestellt. Und dann in die Mitte noch unsere Mandarinen gefüllt. Es duftet unglaublich hier gerade. Brauchen jetzt eigentlich noch eine Wintertürstecke. Aber ich bin super zufrieden. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Yay! Der erste Advent naht und das erste Türchen wollte geöffnet werden im Adventskalender. Ist ja nicht süß? So ein kleiner Elfenweihnachtsmarkt. Und drin ist, steht nämlich blöderweise nicht auf den Tütchen drauf, aber na gut, dann ist es auch kein Spoiler. Drin ist Bio-Kräutertee mit Zitrone, Ingwer und natürlichem Zitronenaroma. Also Zitronengras, Ingwerwurzel, Zitronenverbene.
Süßholzwurzel, Zitronenschale und Zitronenaroma und Orangenschale. Den werde ich mir jetzt gleich schmecken lassen. Hallo Leute, nicht erschrecken, es ist bereits Samstag. Samstag, ein später Nachmittag. Und ja, ich habe mich jetzt gar nicht mehr bei euch gemeldet. Aber ich dachte, jetzt nach dem Winterdienst, ich habe jetzt gerade noch mal den ganzen Radweg geräumt. Es hat den ganzen Tag noch bei uns geschneit, nicht viel. Ich denke so, ja, so wie es auf der Einfahrt aussah, so 5, 6 Zentimeter seit um 11 ungefähr. Ja, und jetzt gleich soll es aufhören gegen 8. Also ein paar Stunden hat es noch. Jetzt gerade schneit es zum Beispiel gar nicht mehr. Deswegen habe ich gedacht, kehre ich das noch mal eben schnell alles ab und ja, tue ein bisschen Salz streuen, damit es halt winterfest ist. Dann brauche ich auch morgen nicht dementsprechend so früh aufstehen, weil wenn heute Nacht noch ein paar Schneeflocken fallen, dann tauen die auf dem Radweg dann sofort weg. Ja, und niemand kann stürzen im Prinzip. Das ist das Wichtigste, weil hier sind ja abends auch mal Leute unterwegs und wenn es dann dunkel wird, dann sieht man nicht mehr so gut. Und morgen früh halt auch. Und ja, deswegen habe ich gedacht, mache ich das nochmal schnell. Ach ja, auf jeden Fall mein erster Arbeitstag gestern. Der war richtig gut, muss ich sagen. Richtig fordernd, richtig anstrengend, aber halt auch, ja, interessant und aufregend, sage ich mal so. Und ich bin schon auf die kommende Woche gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, ja, ich kann mich da also so weit einarbeiten und ein bisschen Routine finden schon in der kommenden Woche. Und Sarah kommt gerade und sagt, das Essen ist fertig. Ja, da muss ich jetzt gleich auch rein. Es ist auch super kalt, ich glaube minus 5, minus 6 Grad oder so. Also den ganzen Tag, das wird auch die nächsten Tage so bleiben. Morgen soll es eigentlich auch nochmal wieder schneien. Und dann ab Dienstag wieder. Also mal schauen, wie das wird. Ich muss ja dann auch nächste Woche immer zeitig zur Arbeit. Ich habe jetzt so, ja, normalerweise muss ich um 7 da sein. Ich denke, ich werde eine halbe Stunde früher fahren. Dann kann ich mich dort noch ein bisschen mit den Kollegen unterhalten und da ein bisschen, ja, mal kennenlernen und ein bisschen nachfragen, wie es dort so läuft und ja, einfach die Leute mal ein bisschen kennenlernen, damit man auch weiß, woran man ist. Naja, auf jeden Fall werde ich dann ja, wenn es kommende Woche nachts schneit, werde ich ja morgens dann noch aufstehen müssen und muss dann relativ zeitig auch meine Räumarbeit hier erledigen. Da muss ich mal schauen, wie ich das alles schaffe. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal soweit alles erledigt. Ich habe mich gestern den ganzen Tag nochmal nach Feierabend mit PC-Kram beschäftigt und habe dann so meine Eindrücke vom Tag niedergeschrieben und das, was mir alles so im Gedächtnis geblieben ist, habe ich mir dann Notizen gemacht, weil ich hatte gestern, müsst ihr euch vorstellen, eigentlich von morgens bis spät abends, ja spät abends nicht, bis nachmittags, sage ich mal, um 2:30 permanenten Input. Ich hatte vielleicht gerade mal eine halbe Stunde Pause und ja, habe praktisch gestern den kompletten Tagesablauf kennengelernt und alles, was dazu gehört. Und ja, jetzt musste ich halt das Ganze halt gestern Nachmittag noch mal ein bisschen verarbeiten, Revue passieren lassen. Ich konnte mir nicht viele Notizen machen dabei. Ich habe das meiste versucht im Kopf zu behalten, habe es mir dann gestern noch notiert und ja, heute dann noch dementsprechend ein bisschen sortiert und ja, dann habe ich mich drum gekümmert, dass für die nächste Woche für den anderen Channel halt noch genug Videos da sind. Bin ich jetzt gerade aktuell auch noch bei, werde ich gleich noch 1, 2, 3 Dinger noch fertig machen, sage ich mal, die ich dann nächste Woche schneiden kann, um die halt hochzuladen, besser gesagt, rauszuballern. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt soweit erledigt und ich möchte mich dann gleich später daran setzen, den Vlog dann schon zu schneiden, damit ich halt morgen den Tag dann komplett frei machen kann, damit es halt Montag frisch ausgeruht wieder losgehen kann. Ja, also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine richtig tolle Woche. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so viel Schnee habt wie wir und ja, wie ihr so damit umgeht. Bei manchen Leuten, früher war es ja bei mir zum Beispiel, da hat man dann schlecht Wetter gehabt, weil man ja nicht auf die Baustelle fahren konnte oder so. Vielleicht habt ihr sogar frei. Das ist ja auch ganz cool. Da habe ich ja in mehreren Vlogs auch schon von erzählt, wenn das so richtig gemütlich ist und man muss dann morgens nicht los. Ja, betrifft mich jetzt nicht mehr. Ist ein bisschen schade, aber naja.
Gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann frohen Mutes nächste Woche wieder. Und ja, dann schauen wir mal, was wir bis dahin geschafft haben. Weil nächste Woche kommt das Sofa. Nächste Woche ist definitiv der Raumteiler dran. Also die Farbe hat sich verzögert, irgendwie durch hohes Paketaufkommen und durch die Witterungsverhältnisse. Die sollte heute eigentlich noch kommen. Kann sein, dass die gleich noch kommt, keine Ahnung. Und das werden wir dann also jetzt kommende Woche machen. Also nächste Woche wird einiges passieren. Freut euch drauf und bis dahin habt eine schöne Woche und wir sehen uns. Ciao. Ich glaube, ich habe euch den letzten Stand vom Häuschen noch nicht gezeigt. Entschuldigung, da musste ich gleich husten. Und zwar ist es das. Das ist momentan die Rückseite. Da mache ich gleich noch ein Fensterkreuz rein. Das musste bloß alles halt entsprechend wieder trocknen. Und ich werde an manchen Stellen nochmal wie hier mit Schwarz drüber gehen, beziehungsweise hier. Da haben sich nämlich so ein paar Holzrisse, Risse sind es nicht, aber so Spalten aufgetan, damit es ein bisschen schöner aussieht, genauso wie hier oben. Da habe ich wahrscheinlich mit weißen Staubfingern, also Weißstaub von der weißen Farbe, da drauf gefasst und das so ein bisschen verfärbt. Das werde ich noch ein bisschen schöner machen, wie schon gesagt. Ein Kreuz reinmachen in die Fenster und bei der Tür eine kleine Klinke und sowas. Und wartet, ich drehe es nochmal um das gute Stück. So sieht es aktuell von vorn raus, wo die Vögelchen reinspazieren können. Hier an der Seite habe ich gedacht, sieht vielleicht ein bisschen aus wie Schnee, wenn ich das so wabbelig mache. Nicht, dass die andere Kante von mir haarscharf wäre, von der Genauigkeit, aber ich habe mir mehr Mühe gegeben und die hier unten sollte so ein bisschen ja wie Zuckerguss oder Schnee wirken. Dass das so ein bisschen wie reingeschneit ist oder so. Vielleicht hätte ich größere Tropfen nach unten fließen lassen sollen, damit es so ein bisschen schneeiger wirkt oder so. Aber auf der anderen Seite bald liegt ja draußen Schnee, da brauchen sie keine Tropfen davon. Und hier vorne sollte es einfach nur aussehen wie ein kleiner Eingang, der süß ist. Entsprechend hier das Häuschen. Das ist ja das Schwedenrut, was man hier, weil ich oben gerade das Licht angemacht habe, sieht das alles so ein bisschen braun aus. Hier hinten ist noch mein Strickprojekt. Genau. Das ist das Häuschen. Ich zeige euch dann das Endergebnis noch. Ich will es eigentlich heute gerne fertig bekommen. Schauen wir dann mal. Türchen Nummer 2 ist drin. Ich habe schon aufgerissen. Da drin befindet sich der ganze Spaß. Und wir haben heute drin Cranberry und Raspberry. Das ist Biofrüchtetee mit Cranberries, Himbeere, also Hibiskus, Hagebutte, Brennnessel, Süßholzwurzel, Himbeeraroma, Cranberry-Aroma, Cranberry-Stücke und Himbeerstücke. Das klingt fruchtig, darauf habe ich Bock. Gießen wir mal unser vorbereitetes heißes Wasser ein. Der Ingwer-Zitronentee war auch sehr geil und der war aber auch nicht sehr scharf. Ich bin es sonst gewohnt, dass Ingwertee oder Ingwer-Aufgüsse, keine Ahnung, Ingwersäfte, wie auch immer, recht scharf halt sind, was ich nicht schlecht finde. Ist besonders gut, wenn man krank ist, fühlt sich sehr gut im Hals dann an. Aber war er gar nicht, er war in Ordnung. Oder ich bin einfach komplett abgehärtet. Riechen wir mal am Tee, riecht mal. Oh, riecht ja die Himbeere und die Cranberry? Nee, ich riech's wirklich, ohne Mist. Also es riecht sehr fruchtig. Lecker, ich freue mich drauf. Lass mal erstmal ein paar Minuten ziehen. So, und da seid ihr mal wieder dabei beim Mittagessen kochen. Und zwar wollen wir nicht erschrecken, warum hier ein Kilo Nudeln liegt und dieser ganze Sack, den ganzen Sack essen wir natürlich nicht. Aber wir haben vor, das heute zu essen, morgen zu essen. Christian isst ja auch noch Abendbrot davon und ich esse das auch noch am Montag. Deshalb sind das so viele Portionen davon. Das sind Paprika-Mais-Nudeln mit Hähnchen. Wir machen es folgendermaßen. Das Zeug ist nämlich vegan, wenn man da kein Hähnchen reinhaut und keine echte Milch tatsächlich. Deswegen produzieren wir selber Milch, und zwar Cashewmilch aus Cashews mit unserer Milchmachmaschine. Und wir machen nicht nur Milch, sondern wir machen sie ein bisschen dicker, sodass es sahnig wird und so eine dicke, schöne Sahnesoße wird. Dann, wie schon gesagt, weichen wir diese Sojaschnitzel ein und braten die nochmal an, bevor wir die in die Sahnesoße dann reinschmeißen. Die rühren wir dann damit an, braten die Sojaschnitzel mit ein paar von den Paprikas oder allen Paprikas wahrscheinlich an. Da muss ich bloß aufpassen, dass ich keinen Chili dazwischen haue. Habe ich euch schon erzählt gehabt, dass meine Zunge taub war, als ich eine gekostet habe?
Und das war nur so ein Fussel davon. Ich glaube, ich habe es euch erzählt. Ja, und dann kochen wir noch die Nudeln. Jetzt in der Zwischenzeit werde ich aber erstmal die Sahne machen lassen. Das dauert ja ungefähr eine halbe Stunde in unserem Milchmachautomaten. Da fülle ich entsprechend Wasser und die Cashews ein und die schreddert das dann zu einer dicken Sahne zusammen. Kommt auf die Ratio quasi an, wie ich das reinmache. Würde ich Milch wollen, würde ich deutlich weniger Cashews reinmachen zum Wasserverhältnis. Da ich aber Sahne will, mache ich, wie schon gesagt, entsprechend mehr Cashews rein. Und genau, wir weichen die Kollegen hier noch nebenbei ein. Die müssen wir später dann nochmal auspressen und den ganzen Spaß dann, wie schon gesagt, braten. Aber bei der Kochversion nehme ich euch dann mit. Jetzt machen wir erstmal nur die Vorbereitung. Ich gehe dann duschen und wenn ich rauskomme, ja, keine Ahnung, 1-2 Stunden später fange ich dann an zu kochen. Den Zeitsprung merkt ihr natürlich nicht. Wir schnibbeln dann noch das Gemüse, unsere Paprikas. Das sind übrigens die eigengeernten Paprikas. Geernteten, so, das ist richtiges Deutsch. Die Christian von unserer Paprikapflanze geerntet hat. Voll geil, oder? Und die Chilis natürlich auch dazwischen. Ja, ich nehme euch später dann weiter mit, wenn ihr Bock habt. Essen, fassen, liebe Leute. Wie Nudeln aussehen, wisst ihr ja. Die zeige ich euch jetzt mal nicht. Aber hier seht ihr unsere Familienfassung von einer Paprika-Mais-Hähnchen-Nudelsuppe, wie auch immer, mit Sojabällchen als Fleischersatz. Wir haben noch ein bisschen Mais reingeschmissen und Erbsen und Kidneybohnen. Ja, genau, das war's zu den Paprikas. Und entsprechend, hier seht ihr sie noch so ein bisschen rumschwimmen. Und entsprechend die Sojabällchen, wie schon gesagt, die Soße, wenn das viel zu viel ist, kann man die auch locker einfrieren. Aber die ist jetzt gedacht, dass wir 3 Tage durchgängig das essen, außer zum Frühstück. Und deswegen ist der Topf eigentlich schon ganz angemessen, glaube ich. Besonders da Christian ja 3 Mahlzeiten pro Tag isst. Genau, und das lassen wir uns jetzt schmecken. Für den einen oder anderen sieht es vielleicht gar nicht so geil aus. Ich finde es lecker, ich mag das super lecker gerne. Da ist es, das Häuschen. Es trocknet gerade noch ein bisschen. Aber das ist es zumindest von der Rückseite. Auf der anderen Seite habt ihr es ja schon gesehen, da bin ich einfach nur noch mal ein bisschen nachgegangen mit Weiß und so und habe das entsprechend ausgebessert, wo ich mir angeditscht bin. Aber das ist die Rückseite und sobald das trocken ist, das wird ja dann morgen schick sein, hängen wir das raus, dann nehmen wir euch bestimmt auch noch mal mit im Vlog und dann können die Vögelchen endlich wieder schmatzen. Ich mag's.